schon beim Thema der Pandemiebekämpfung sind, haben wir in den letzten Monaten eine Art Wettlauf der Systeme gesehen. Und autokratische Länder versuchen auch darzustellen, dass sie besser und schneller durch die Pandemie gekommen sind, während demokratische Systeme beim Ergreifen von Maßnahmen langsamer waren. Wie kann Europa das Vertrauen in die Demokratie wieder aufbauen? Und welche Rolle könnte die Alliance for Democracies von Joe Biden in diesem Prozess spielen? Also ich glaube, zunächst mal müssen wir die Kriterien oder den Referenzrahmen mal klären, auch in der öffentlichen Diskurs in Europa, was denn eigentlich erfolgreich ist. Also man muss nüchtern sagen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eben in Europa anders als ja zum Teil in den Vereinigten Staaten, aber vor allen Dingen in Russland und in China, wir unser Arsenal an biologischen und chemischen Waffen mehr oder weniger abgeschafft haben. Und man muss nüchtern sagen, wenn man den Verlauf von Covid analysiert, dass natürlich sowohl China als auch Russland, was eine sehr interessanterweise sehr hohen Grad an geheimdienstlicher früher Aktivität in China hatte und, glaube ich, sehr viel früher begriffen hat, was da in China passiert, während das für Europa und die Vereinigten Staaten nicht so transparent waren, natürlich zunächst mal auf ihren militärisch-industriellen Komplex zurückgegriffen haben. Man hat also die Labore, die man sozusagen aus militärischen Gründen vorgehalten hat, die sich mit biologischen und chemischen Kampfstoffen beschäftigen und die auch Kapazitäten haben, um natürlich Vakzine zu entwickeln. Denn wenn sie, sagen wir mal, Infektionen als Kampfmittel einsetzen, dann müssen sie ja sozusagen die Kapazitäten haben, ihre eigenen Truppen oder ihre eigene Bevölkerung notfalls zu impfen. Insofern sozusagen war der Zugriff auf diesen militärisch-industriellen Komplex des Kalten Krieges für totalitäre Staaten wie für Russland und China einfacher. Wenn man dann allerdings sieht, was die Frage der Produktionskapazitäten betrifft, da muss man ganz deutlich sagen, ich meine, Russland legt bis heute nicht offen, inwieweit man eigentlich in der Lage ist, in der Größenordnung diese Vakzine zu produzieren. Was die Transparenz betrifft, was ja auch ein Erfolgskriterium ist, also für den einfachen Bürger sind es ja nicht nur die statistischen Zahlen der vermeintlichen Geschwindigkeit der Entwicklung von Vakzinen oder der Frage, wie man eine Impfinfrastruktur aufbaut, sondern auch die Frage, wie transparent ist denn eigentlich, mit was ich geimpft werde und welche Aufklärungs- und Transparenzrechte ich als Bürger habe. Würde man jetzt mal das alles zusammenziehen und sagen, Erfolg ist die schnelle Reaktion, die Wirksamkeit eines entwickelten Vakzins, die Größenordnung und Geschwindigkeit der Fähigkeiten zu produzieren und dann die Dimension oder Geschwindigkeit, mit der geimpft werden wird, dann wird man sehen, dass diesen Systemwettbewerb im Grunde genommen die westlichen Volkswirtschaften gewonnen haben. Denn die Russen haben bis heute keine großen pharmazeutischen Produktionen und suchen ja, gehört ja zu der Irrationalität der Entwicklung, dass zum Beispiel Russland Ländern wie Ungarn aus natürlich vordergründigen politischen Gründen ihren Impfstoff anbot und gleichzeitig bei der europäischen Industrie anklopfte, um sich Produktionskapazitäten genau für diesen Impfstoff zu sichern, weil man eben sozusagen in Wirklichkeit nie genügend hatte. Und wenn man sozusagen auch die Frage betrifft, wie transparent oder wie erfolgreich der Impfstoff ist, dann muss man natürlich sagen, nachdem wir jetzt die Daten langsam wissen, dass weder Sputnik noch die chinesischen Impfstoffe auch nur annähernd sozusagen den Wirkungsgrad haben, den die europäischen Vakzine haben. So, wenn man dann die dritte Produktion anschaut und sagt, also wie schnell in welcher Größenordnung geimpft, da muss man auch eben sich anschauen, dass China nie wirklich Transparenz gemacht hat, wie viel chinesische Bürger denn erst und zweit geimpft sind. Ja, und wie erfolgreich sozusagen diese Impfkampagne auch war. Während in Europa es vollkommen transparent ist, Sie können ja bis auf Einzelfälle sozusagen Impfschäden nachvollziehen, Sie können bis auf Einzelfälle nachvollziehen, wer wann geimpft worden ist, wann die zweite Impfkampagne war und wie die Wirksamkeit der Impfkampagnen waren. Also drehen wir mal sozusagen das Rad ein Jahr weiter, dann wird man sehen, dass das natürlich ja ein Systemwettbewerb war, aber ein Systemwettbewerb sozusagen, den die westlichen Demokratien und die westlichen Marktwirtschaften im Grunde genommen gewonnen haben. Sie haben zwar anfangs
eine Zeit lang gebraucht, weil wir eben testen müssen. Also ich meine, in russischen Militärlabors an Rekruten, 20-jährigen Rekruten, konnten wir eben ein Vakzin nicht testen, sondern wir mussten es eben an 40.000 Personen machen, auch sozusagen mit der Sorgfältigkeit des Schutzes der Testpersonen. Aber nachdem sozusagen das erste rhetorische Feuerwerk da verpufft war, hat sich dann doch herausgestellt sozusagen, dass auch westliche Demokratien in Verbindung mit einer sozialen Marktwirtschaft sozusagen eigentlich auch für die Bekämpfung der Pandemie eigentlich das erfolgreichere Modell sind. Rhetorisch von der PR her, von der Medienperzeption her und so weiter, ist das aber eine problematische Zeit und ich gebe Ihnen recht, dass so ein Stück weit Teil auch der Strategie ist, gerade in westlichen Mediendemokratien den Eindruck zu erwecken, dass im Grunde genommen so totalitäre Systeme doch bei so Großkrisen dann eben schneller sind, weil man eben durchentscheidet, weil man sich nicht belastet durch so eine öffentliche Diskussion. Wenn Sie allerdings, sagen wir mal, ein multiple vorerkrankter Patient sind, dann sind Sie sehr dankbar, wenn Ihr Doktor, bevor er Sie impft, zunächst mal prüft, ob Sie eine Thromboseneigung haben oder was auch immer und nicht einen Impfstoff verimpft bekommen, wo Sie, aber auch kein anderer Pharmakologe in China eigentlich transparent nachvollziehen konnte, wie ist das getestet worden, was sind die Impfrisiken und was ist die Wirksamkeit des Vakzins. Also wie gesagt, wir sind uns schon darüber im Klaren, dass Covid eine Herausforderung war, was das Vertrauensverhältnis von Bürgern zur Demokratie betrifft. Aber wenn man die Bilanz nüchtern zieht, und darüber sollten wir auch mehr reden, dann waren die Demokratien sozusagen mit all den Anfangsschwierigkeiten und eben einer permanent differenzierten öffentlichen Diskussion trotzdem wesentlich erfolgreicher als die, sagen wir mal, Staatsmonopolkapitalisten oder die autoritären Regime, wie es China und Russland sind.